Du hast dir Be Real heruntergeladen, weil du dich in den sozialen Medien realer darstellen möchtest? Weil du keine Lust auf Fake hast, wie ja häufig auf Instagram zu sehen ist? Wir fragen uns hier, ist die Be Real App wirklich so viel echter? Aber am Anfang waren sie weniger gestellt als jetzt. Warum ist Echtheit so wichtig? Auf jeden Fall weist dieser Erfolg dieser App darauf hin, dass diese Frage, was ist eigentlich echt und was ist unecht, was ist nur vorgezeigt und was ist wirklich, dass diese Frage die NutzerInnen-Gemeinde irgendwie umtreibt. Den Hype um Be Real und das Bedürfnis nach Echtheit auf Social Media schauen wir uns in diesem Film mal genauer an. Inhalte auf Social-Media-Plattformen wie Instagram geraten häufig wegen Fakeness und Inszenierung in Verruf. Seit 2019 gibt es jedoch die App Be Real, die auf viel positive Resonanz stößt. Sie wirbt damit, dass man mit ihrer Hilfe ungestellte Alltagsmomente teilen kann. In den vergangenen 4 Jahren konnten sich die MacherInnen von Be Real über immer stärker steigende NutzerInnenzahlen freuen. Mittlerweile wurde die App über 20 Millionen Mal heruntergeladen. Was an Be Real ist denn jetzt eigentlich so neu? Das haben wir Professor Dr. Timo Heimerdinger vom Institut für Kulturanthropologie der Universität Freiburg gefragt. Ist diese App jetzt eine neue Variante, eine neue Spielart, nochmal anders mit diesem Thema umzugehen, neue Bildprogramme, neue Inszenierungsformen ins Spiel zu bringen? Laut Timo Heimerdinger findet Inszenierung also auch auf Be Real statt. Das passt zu einer Theorie des Soziologen Erving Goffman. Dieser geht davon aus, dass wir alle bestimmte Rollen in der Gesellschaft einnehmen und diese im Alltag wie in einem Theaterstück spielen. Das rührt anscheinend daher, dass der normale gesellschaftliche Verkehr eben so aufgebaut ist wie die Szene eines Theaterstückes. Das Alltagsleben funktioniert demnach wie eine Bühne. Menschen nehmen in sozialen Situationen passende soziale Rollen ein und inszenieren sich möglichst glaubwürdig, also echt, in diesen Rollen. Und dass wir also, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wir grundsätzlich auch Rollenbilder vermitteln oder gemäß von Rollenvorstellungen uns verhalten. Dass das also nie irgendwie zufällig oder nebenbei oder unabsichtlich passiert, sondern dass es immer einen inszenierten Charakter hat. Dass sozusagen in dieser Inszenierung wir selbst als Menschen erst wirksam und sichtbar werden. Und in besonderer Weise gesteigert gilt das natürlich in diesen medialen Zusammenhängen, wo die Produktion von bestimmten Bildern, von bestimmten Abläufen, von bestimmten Verhaltensweisen ganz gezielt Bestandteil dieser medialen Interaktion ist. Be Real könnte mit seinem Echtheitsanspruch als Gegensatz zu anderen Social-Media-Formaten verstanden werden. Hier soll nichts gestellt sein. So versprechen es die EntwicklerInnen in der Präsentation ihrer App. Zitat: Be Real ist die erste ungesteuerte Plattform, mit der ihr einmal am Tag authentische Momente in Form eines Fotos mit euren Freunden teilen könnt. Aber wie funktioniert die App überhaupt? Wir haben 4 UserInnen aus Freiburg gefragt, wie sie Be Real nutzen. Du machst jeden Tag an irgendeinem Zeitpunkt, die App sagt dir wann, ein Foto. Und das Prinzip dahinter ist, dass man möglichst eine Momentaufnahme, die nicht irgendwie verfälscht ist, wie in anderen sozialen Medien von dem Tag bekommst. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie Snapchat oder eine Instagram-Story, dass es auch für die anderen Leute verfällt. Also ein Tag zwischen irgendwas Richtung 24 Stunden bleibt sowas online und dann kann man seine eigenen nochmal nachvollziehen, aber die von den anderen Leuten sind weg. Also Be Real ist eine App, in der man halt auch Freunde hat, Kontakte hat quasi sich gegenseitig abonniert. Und dann wird einmal am Tag, Uhrzeit ist immer sehr random, Bekommt man eine Nachricht? genau, wird man benachrichtigt, dass jetzt halt Time to be Real ist. Und dann hat man 2 Minuten Zeit eigentlich, um ein Bild zu machen und das fotografiert quasi gleichzeitig mit der Rück- und Vorderkamera. Be Real fordert uns auf, etwas zu posten. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive würden wir sagen, die App ist appellativ anregend. Sie regt uns dazu an, genau jetzt, genau hier eine Momentaufnahme zu machen. Zunächst kommt es zum Appell, der eine Gegenhandlung vorschlägt. Diese erwartete Gegenhandlung kann sofort erfüllt werden. It's time to be real.
du hast dann so eine Page, quasi wie auch bei Instagram oder sowas, wo man so durchgehen kann. Und dann sieht man immer die BeReals auch von den anderen und darauf kann man eben reagieren. Da kann man so mit festgelegten, kann man irgendwie so ein Bild machen, wo man irgendwie Daumen hoch macht oder sowas. Und das kann man immer benutzen. Man kann aber auch immer dann in dem Moment nochmal eine eigene Reaktion machen. Oder auch was dazu schreiben, kommentieren. Kann auch. Ja. Dass BeReal boomt, steht außer Frage. Aber für wie echt halten die UserInnen selbst die App? So Social-Media-Sachen haben natürlich immer irgendwie so die Kehrseite mit, was machen andere, gerade vergleicht man sich. Man sieht so, oh, die chillen jetzt gerade zusammen. Keine Ahnung, FOMO ist ja irgendwie gerade ist jetzt ja gerade irgendwie so ein Begriff, der ultra bei allen irgendwie aufgekommen ist. Und sowas kann das natürlich steigern einfach. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass man sich das auch so ein bisschen einredet, so von wegen so, ja, man ist authentisch und das unterscheidet BeReal von anderen Social Medias. Am Ende ist es ja aber eigentlich gar nicht so. Nee, finde ich halt auch nicht. Man freut sich mal, wenn es was Witziges ist. Ja, natürlich. Also zum Beispiel deins jetzt war schon witzig. Mit der Taucherbrille und dann da in der Badewanne. Ja. In der Badewanne. Das war schon, da freut man sich und man hat jetzt keine Erwartung. Martha und Linnea erzählen, wie die App bei ihnen auch einen gewissen Inszenierungsdruck auslöst. Die Aufforderung, etwas zu posten, führt dazu, dass sie sich viele Gedanken machen. Was können sie posten? Wann sollten sie das Bild aufnehmen? Und natürlich, welche Reaktionen werden sie darauf bekommen? Ja, ich finde irgendwie, wenn die Nachricht von so It's time to be real aufpoppt, dann hat man das schon immer im Kopf. So, auch wenn man das BeReal nicht direkt macht. Stress seines Unterbewusst schon den ganzen Tag. Also so ich persönlich denke dann auch manchmal irgendwie so an so Situationen, so wo kann ich später noch machen und bin dann auch, also laufe dann irgendwie los, bin irgendwie unterwegs und denke mir auch so, ja, jetzt wäre ein Moment oder vielleicht auch doch nicht. Also irgendwie oder vielleicht doch später, wenn du deine Freunde triffst. Warum haben Menschen denn überhaupt das Bedürfnis, sich auf bestimmte Weise darzustellen und nur besondere Momente aus dem eigenen Alltag zu zeigen? Unterscheidet sich BeReal in diesem Aspekt von anderen Social-Media-Formaten? Timo Heimerdinger meint dazu: Mit BeReal kommt nichts grundsätzlich Neues in das Feld, sondern es kommen eigentlich die bekannten Themen in einer neuen Variante aufs Tapet. Denn dieses Versprechen von Authentizität und von tatsächlichem Leben, das ist eigentlich bei den sozialen Medien von Anfang an auch immer schon mit dabei gewesen. Also diese Idee des User-Generated Content war ja genau dieses Versprechen. Hier sind jetzt nicht nur irgendwelche Medienprofis am Werk, sondern hier kann jeder sozusagen, der ganz normale Alltagsmensch kann auch Materialien erstellen und zur Verfügung stellen. Das war sicherlich auch eine Faszination, die diesem Medium innewohnte, bis dann halt irgendwann entdeckt wurde, okay, das Maß an Inszenierung steigt und wir wissen gar nicht mehr so genau, ist das alles wirklich so spontan und sozusagen unprofessionell, wie es erscheint. Und jetzt bringt BeReal in einer neuen Variante eigentlich dieses Thema, was immer schon mit den sozialen Medien verbunden war, nochmal neu mit rein. Insofern würde ich sagen, das ist nichts grundlegend Neues, sondern es ist das Urthema der sozialen Medien in einer neuen Variante. BeReal kann also nicht die vermeintliche Lösung für mehr Echtheit auf Social Media sein. Denn Echtheit und Inszenierung sind ein fester Bestandteil unseres Handelns. Wir stellen uns gegenüber anderen immer auf eine bestimmte Weise dar. Und Interaktionen auf Social Media sind genauso Alltag wie Situationen, die im analogen Raum stattfinden. Und das ist offensichtlich faszinierend, ist interessant. Aber natürlich wird das Spiel mit Authentizität und mit Inszenierung damit nicht am Ende sein, sondern das ist jetzt eben eine neue Variante, die wird wieder irgendwie angeeignet werden. Es werden bestimmte Inszenierungsformen daraus entstehen, bis dann die nächste Variante, die wir alle noch nicht kennen, das wieder ablösen wird. Echtheit ist also eher ein Ideal. Sie steht für den Wunsch, sich auf etwas verlassen zu können und nicht getäuscht zu werden. Dass es BeReal gibt, bedeutet also nicht, dass in Social Media weniger inszeniert wird, sondern dass Echtheit wichtiger wird. Wie Echtheit aber definiert wird, das ist abhängig vom jeweiligen Kontext. Authentizität ist keine Objekteigenschaft, sondern ist eine Wahrnehmungskategorie. Also ob ich jetzt authentisch bin oder nicht in diesem Moment, das entscheide nicht ich, sondern das entscheiden letztlich die Personen, die zuschauen und die mich als authentisch wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Insofern diese Frage, was ist authentisch und was nicht, lag immer schon im Auge der Betrachterin und des Betrachters. Was denkst du? Wie wichtig wird Echtheit in Zukunft gesellschaftlich sein?